So, Freunde der Nacht der Schlachtnächte. Nacht der Schlachtnächte. Oh, hört sich auch komisch an. Der nächste Kandidat ist ein BMW E91, besser bekannt als BMW 330i Touring von Kyosho. Er kam jetzt hier auf den Schrott wegen diverser Fehlteile, unter anderem die beiden Spiegel, ein Türgriff, ein Dachreling ist defekt. Ja, hier ist ein Bruch. Hier sind noch die Griffe dran. Ein Rücklicht fehlt. Ja, scheint auch nicht mehr drin zu sein. Schade eigentlich, weil hier geht auch alles schön auf. Also hier hat sich Kyosho damals noch viel Mühe gegeben, als dieses Modellauto noch aktuell war. Man konnte nämlich alles öffnen. Ihr habt ja gerade gesehen, Kofferraumdeckel geht auf. Türen vorne gehen auf, Türen hinten gehen auf. Und ein schönes Panoramadach hat er auch noch. Geht aber nicht auf. Farbe ist blau. Also ich guck mal, was steht auf der Verpackung? Ist auf jeden Fall blau. Ne, steht nicht drauf. So, ist auf jeden Fall dunkelblau Metallic. Sieht nicht schlecht aus, aber mir persönlich gefällt dieses Kupferfarbene besser. Ne, dieses Kupfergold Metallic, keine Ahnung. Das sah einfach cooler aus. So, weg mit dem kaputten Dachreling. Ja, Wert ist langsam aber sicher steigend. Nachfrage wächst immer weiter, weil auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist dieses Auto eigentlich auch relativ günstig zu bekommen und deswegen steigt, wie gesagt, auch die Nachfrage nach dem Modellauto. Das habe ich in letzter Zeit sehr oft beobachtet. Sobald ein Auto gebraucht günstig wird, steigt auch die Nachfrage nach dem Modellauto. Ja, faszinierend. War schon immer so. So, wir fangen auch mal direkt an zu zerlegen. Hier in diesem Fall ist die rechte Türe schon reserviert von dem Modell. Da wartet jemand schon ganz dringend drauf. Hier verbergen sich die Schräubchen. Ich will eigentlich kurz mal die abziehen, die Felgen. Oder war unter der Radnabe die Schraube für die Felge? Aber ich meine, man konnte die abziehen. Oder unter der Radnabe. Aber ich baue ja selten Felgen so aus. Ich lasse die ja meistens mit den Achsen, weil das den meisten Leuten mehr hilft, wenn die Felgen an den Achsen sind, weil das ist leichter zum Tauschen halt, ne? Klar. Problematisch wird auf jeden Fall das Panoramadach nachher. Das ist, weil ich habe schon ziemlich viele von diesen hier zerlegt, von den 330er hier. Und ich weiß, dass das Panoramadach immer ein spannender Moment war. Weil die sind oft sehr gut verklebt und da bricht auch immer gerne mal so eine kleine Ecke ab. Na komm, jetzt reicht's aber. Ja, geht doch. Ich glaube, ich lasse das mal komplett. Die Felgen sind jetzt okay, ne, guter Standard. Ja, sind schon in Ordnung. Komplett dreh- und lenkbar. Aber die sehen jetzt nicht so schön aus, dass ich die extra verkaufen muss. Also ich denke mal, derjenige, der das braucht, der wird das so eher begrüßen. So, weil viele dieser 330er Tourings sind auch verbastelt worden. Also ich habe schon viele stark verbastelte Modelle hier gehabt zum Schlachten. Mit Chromfelgen drauf, mit Tieferlegung, Folierungen, Schwarz-Matten-Lackierung. Ich kann das kotzen, wenn ich hier schwarz-matt manchmal sehe auf den Modellautos. Oder Jägermeister habe ich auch schon gehabt. BMW 330 Touring als Jägermeister. Überlegt euch das mal. Ist nie gegeben. Aber jemand hat wahrscheinlich bei Obi oder so günstig orangene Farbe bekommen und meinte, man müsste, hier ist Teppich drin. Und selbst jeder Skisack, das ist ein Skisack hier. Skisack, ne, für Skier. Dass man die da durchstecken kann. Der hat wahrscheinlich bei Obi günstig mal orangene Farbe bekommen und meinte, müsste das jedes Auto orange anfärben. Habe ich voll oft schon gehabt. So.
graue Innenausstattung. Meistens hatte ich immer die beige gehabt. Ach komm jetzt. Oh, Gurte, geht doch. Sogar mit Hutablage. Ach, Hutablage hier. Ladeverpack, boah. Rollo, Gepäckrollo. Kommt jetzt nicht mehr drauf. Auch hier Teppich drin, Gurte drin. Boah, schön. Selbst das Falten der Kopfstützen haben sie berücksichtigt. Das ist cool. Gut, dieses Grau ist jetzt nicht so wirklich schön, aber passt gut zu dem Blau halt, ne? Passt sehr gut. Hier, da sieht man auch den anderen Gurt. Und vorsichtig beim Aushebeln dieser Teile hier, ne? Die sind hauchdünn, die Halterung. Ui. Und da geht auch ganz schnell kaputt. Ganz schnell, wirklich schnell, richtig arschschnell. Und der Motor ist verklebt, so, nur mal so zur Info. Um das Armaturenbrett auszubauen, müsst ihr erstmal die Windschutzscheibe ausbauen. Dann die obere Platte vom Armaturenbrett lösen. Bevor ihr die Windschutzscheibe löst, müsst ihr erstmal die Scheibenwischer abschrauben. Das ist jetzt ein bisschen umfangreicher. So. So, jetzt die Windschutzscheibe raus. Oh, Gewitter. Jetzt geht ihr hin, löst dieses obere Teil ab. Dann habt ihr hier, da und da 2 Schrauben. Auch lösen. Ich habe schon ein paar Mal welche gehabt, da war das Armaturenbrett defekt, weil die Leute nicht wussten, dass da drunter die Schrauben versteckt sind. Unter der Abdeckung. Mein Glück, weil so sind die auf den Schrott gelandet. So, jetzt kommt das Armaturenbrett runter. So. Sieht auch ganz schick aus, ne? Schönes BMW-Emblemchen mit Navi und allem drum und dran. Auch hier schön silber lackiert. Ist gut. So. Und jetzt kommt ihr ans Scharnier und für die Scharniere von den Türen. Für die Motorhaube. 1, 2. Motorhaube. Modelldealer freundliche Türscharniere, wo man ganz leicht dran kommt. So, das ist die rechte Tür, ne? Die muss ich jetzt mal gleich zur Seite tun. Wie gesagt, da wartet jemand schon ganz dringend drauf. Und ich habe den armen Kerl so lange warten lassen. So. Weg mit dir. Hoppa. Ach komm jetzt. Ach komm, er verhakt sich das verdammte Scharnier. Jetzt geht's ab. So, jetzt mit dem an. So. Also wenn ihr die Reihenfolge richtig einhält, dann ist das Zerlegen von diesem Modell eigentlich kein Problem. Aber auch cool ist jetzt hier dieses Gimmick hier, ne?
Man kann das Panoramadach von innen schließen. Das finde ich cool. So ein kleines Highlight an dieses Modell, ne? Von diesem Modell. Ja, wir haben Mitternacht. Ich habe heute nicht viel gepennt. Und ich merke so langsam. Ich habe nämlich versucht, heute ein Auto zu kaufen. Bin aber gescheitert. Oh, scheiße. Ein bisschen viel Kleber hier, ey. Ich bin daran gescheitert, weil der Besitzer nicht ganz ehrlich war. Obwohl ich den darum gebeten habe, ehrlich zu sein. So. Und jetzt bin ich immer noch ohne Auto. Boah, jetzt habe ich das Panoramadach ja doch eigentlich ganz easy rausbekommen, ne? Also wenn ihr nämlich die ausbaut, das Panoramadach, müsst ihr gut aufpassen, weil diese kleinen Ecken hier, ne, die brechen gerne ab. Boah, bin ich am Schwitzen, ey. 200 Grad hier unten. Die Dachantenne kriegt ihr nicht ab, die ist fest. So. Das sieht brutal aus, geht aber nicht anders, weil die sind verklebt. Da könnt ihr also massieren, wie ihr wollt, das geht nicht ab. Die Stoßstange nicht noch ab? Nee. Oh, Schande. Und ich hatte auch immer viele gehabt, wo eine Niere gefehlt hat, ne? Hier, sowas. Eine Niere, ein Grill. Komischerweise fehlen die voll oft bei dem Modell hier. So, zerlegt. Die Einstiegsleisten könnte ich jetzt auch noch abmachen, aber wollen wir nicht übertreiben. So, der E91 BMW 330i Touring von Kyosho ist erfolgreich zerlegt worden. Wie ihr gesehen habt, ist das echt ein schönes, spannendes Modell mit schön vielen Details. Eigentlich nahezu nichts zu bemängeln, finde ich jetzt, bis auf der Motor. Das ist leider nur eine Platte. Die Generation davor, die waren noch richtige Motoren. Jetzt sind es, ab dieses Modell waren dann nur Platten. Schade eigentlich. Da hätte Kyosho weiter die Qualität beibehalten wollen. Ja, schönes Modell, kann ich euch ganz gut empfehlen. Preislich nichts übertreiben, also gibt er nicht 200, 300 Euro oder irgendwie sowas aus, ne, wie einige bei eBay aufrufen. Das ist einfach nicht wert. Also wenn ihr unbedingt einen haben wollt, dann ja, also das 80, 90 Euro könnt ihr locker gehen. Da macht ihr nichts falsch. Auch selbst 100 Euro ist auch noch in Ordnung. Aber darüber hinaus, ich weiß nicht, da würde ich Bauchschmerzen bekommen, sage ich euch ganz ehrlich. So, das war's. Das war Modell Nummer 2. 4 warten noch auf euch. Und bleibt dran, schaut weiter, liked, abonniert und kommentiert. Bis dann.